Er ist ziemlich abgeschafft und runtergekommen. Und sie wird den alten Kerl wieder auf die Beine bringen und sich dafür mal grundsätzlich mit seinem Innenleben beschäftigen. Anne Karweg, Raumausstattermeisterin. Sie weiß, wie es geht, wie man von Hand einen Sessel aufpolstert in klassischer Schnürung. Was der Sessel jetzt braucht: Zuwendung, Sachverstand und Ausdauer. Erstmal muss alles runter, was nicht nied- und nagelfest ist. Da kommt so manches zutage. Nur mal so als Beispiel. Das sind die Fundstücke aus dem letzten Sessel. da war einiges drin. Im Zweifelsfall ein Stückchen Leben. Der Bezugsstoff kommt jetzt ab. Der ist hier unten drunter festgetackert. Spurensuche. Das mag Anne Karweg an ihrem Handwerk. In der Regel ist von Kunde zu Kunde jedes Polsterstück immer ein anderes. Der Ablauf ist zwar immer das Gleiche, also den alten Stoff runterholen, neuen zuschneiden, aufpolstern. Aber die Formen sind immer unterschiedlich. Also man muss immer mal wieder ein bisschen tüfteln, überlegen, gucken, wie es funktioniert und wie es am besten aussieht. Da gibt es kein Schema F. Hier das Afrik, das ist eine Palmfaser. Das hat man früher für die Fasson benutzt. Also mache ich heute auch. Das gibt später die Form von der Sitzfläche. Die Form der Sitzfläche, die Fasson. Anne Karweg. In ihrer Polsterwerkstatt in Bad Münster am Stein-Ebernburg arbeitet sie gern Cocktailsessel auf. Sie beherrscht die Handschnürung, das Aufpolstern nach alter Art, einzelne Kupferfedern zu einer Art Korb zusammenzuschnüren. Zu einem Federkorb. Der hier allerdings ist nicht handgemacht. Hier haben wir einen ganz normalen Industriefederkorb mit Zylinderfedern aus Stahl. Und hier haben wir vielleicht noch was. Schade, manchmal steht ein Datum, ein Produktionsdatum oder ein Ort drauf. Leider nur die Nummer 11. Und ansonsten verbirgt sich hier auch nichts mehr drin. Der kann weg. Wann sieht man schon mal das Innenleben von einem Polstermöbel? Viele denken sich vielleicht, Leute, da sind vielleicht ein paar Federn drin oder irgendwas wippt da und Schaumstoff ist drauf. Aber ich glaube, nur die wenigsten Leute machen sich überhaupt die Gedanken darüber, was steckt da drin. Früher hat der Mensch auf der Erde gesessen. Gepolsterte Sitzmöbel kamen erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf und waren da auch nur wenigen, Hinterteilen vorbehalten, bevorzugt solchen der besseren Gesellschaft. Cocktailsessel wurden in den 50er, 60er Jahren Mode. In der Zeit des Wirtschaftswunders galten bald als schick und sind es gerade wieder als Retro-Trend. Anne Karweg ist es am liebsten, solche Sessel nicht auf neu zu arbeiten. Sie sollen ihre Patina behalten. Das ist eine einfache Lackglasur. Bringt nicht viel Farbe drauf und einen leichten Glanz. Sieht wieder schön sauber aus, aber nicht niegelnagelneu. Aber so erkennt man auch noch, dass es ein alter Stuhl ist, weil später, wenn er neu bezogen ist, erkennt man nur noch an den Füßen, dass es ein alter Sessel ist. Es hat was von Nachhaltigkeit, es steckt eine Qualität drunter. Das ist ein tadelloses Buchenholzgestell, was eigentlich unkaputtbar ist. Und warum sollte man es wegschmeißen? Und es steckt eine wunderbare Geschichte drin. Die Anne Karweg jetzt weiterschreiben will. Der Sessel kriegt sein neues Leben und mit der Gurtung geht es los. Sie misst die Mitte der hinteren Holzleiste aus. Genau hier wird sie den ersten Jutegurt setzen. Das hier ist der Jutegurt. Das ist ein sehr strackes, festes Material. Und der rote Streifen, der zeigt mir jetzt die Mitte, die ich auch eben hier angezeichnet habe. Und dann kann ich das genau drauflegen. Dabei schlage ich das nach oben ein, damit meine Klammern das Gurtgewebe nicht verletzen. So, jetzt kommt der Gurtspanner. Den setze ich hier vorne an. Dann gehen die Zacken durch. Jetzt dehne ich den schon mal so ein bisschen.
Setzen unter Spannung und machen ein paar Heftungen rein. Dann schneide ich ihn ab. Wieder nach oben umgeschlagen und jetzt wird er richtig festgeschossen. Früher fixierten Polsterer die Gurte mit vielen kleinen Nägeln, Gurtstiften im Holz. Aber, sagt Anne Karweg, sie strapazierten das Material deutlich mehr als die Tackerklammern heute. 3 Gurte in eine Richtung. Jetzt kommt die Quergurtung. Hier fädel ich den Gurt wieder ein. Zweimal drunter, einmal drüber, weil der Gurt die Gurte jetzt unterstützt und auch mithält. Deswegen habe ich jetzt hier in dem Geflecht zweimal noch drunter und einmal drüber. Sie tackert immer über Kreuz. So kann sie die meisten Fäden fassen. Ich habe jetzt hier meine feste Spannung, das hört man auch. Also es muss sich richtig anhören. In 20 Jahren sind die auch noch mal ein bisschen ausgeleiert. Also dann hängen die so ein bisschen durch, aber das dürfen die dann auch. Das sind die Federn, die stauche ich jetzt erstmal alle. Das macht es mir dann ein bisschen leichter beim Schnüren. Sie sind alle dann in etwa auf demselben Maß und haben dann schon mal das erste Zusammendrücken hinter sich. So, jetzt geht es ans Ausrichten. Dabei ist wichtig, dass die Knoten, die hier an den Federn sind, nie nach außen zeigen, weil da würden sie das Material beschädigen, was später drum gezogen wird. Deswegen werden die nach innen geschoben. Dabei gibt es dann nur noch zu beachten, dass man nie 4 Knoten in eine Stelle macht, weil dann geht es erstmal tief nach unten und hier sind dann 4 Knoten, die das Material hier oben drüber, das Federlein, beschädigen könnten. Da muss man dann hier die rausdrehen. Jede Feder muss später 4-mal gefasst sein, damit sie in keine Richtung umfallen könnte. Wenn es darum geht, die Stahlkrampe reinzutreiben, dann brauche ich einfach mehr Wumms. Solche Kupferfedern halten einiges aus, bevor sie brechen. Schon als Kind hatte Anne Karweg ihrer Mutter gern beim Renovieren der Wohnung geholfen. Mit 14, bei der Suche nach einer Ausbildung, stolperte sie in einem Buch über den Raumausstatter und wusste sofort, das ist ihrs. In der Ausbildung schnitt sie als Beste ab, bekam später ein Stipendium und machte ihren Meister. Jetzt kommt als allererstes der Zugknoten. Drunter, drüber, drumherum, mitten durch und ziehen. Und dann kann ich den zuziehen. Der Zugknoten. Wenn ich Zug drauf gebe, schließt er sich. Und jetzt nah an der Feder, an dem Ring hoch und runter. Jetzt haben wir diese Feder 4-mal gefasst. Die kann jetzt in keine Richtung mehr umfallen. Und jetzt sieht man, jetzt kann ich die in jede Richtung bewegen und die hebt nicht mehr ab. Und dann gibt es jetzt diesen speziellen Stich. Wenn sie im roten Streifen in der Mitte des Gurtes einsticht, erreicht sie die größte Festigkeit. Sie näht mit einem durchgehenden Faden und setzt die Stiche nach einem bestimmten Muster. Je weniger, desto besser für das Gewebe. So. Ah ja. Hier erkennen wir auch das lehrbuchmäßige Z. So ist die Feder am besten gefasst. Sehr schön. Jetzt sind alle Federn fest mit den Gurten verbunden. Oben allerdings sind die Federn noch offen. Dort wird sie ein ziemlich kompliziertes Konstrukt aus Jutefäden halten und darum kümmert sich Anne jetzt. So, jetzt geht's mit der Schnürung los. Als erstes kommt der Stellfaden. So, in den kommt hier ein Knoten rein. Durch den Knoten stecke ich meinen Nagel und das kann ich dann da hinten einschlagen.
Der Stellfaden stellt mir die Feder in die richtige Position. Danach kommt der Knotenfaden und fixiert mir den Stellfaden. Also ist der Stellfaden jetzt der wichtige, entscheidende Faden. Dazu beginne ich mit einer Bohne im 4. Gang. Gang ist, hier sind die Ringe hier von der Feder. Das ist jetzt eine 6-Gang-Feder. Die gibt es in vielen verschiedenen Größen, 10 Gang, 12 Gang. Das benutzt man dann aber vielleicht eher bei so einem Sofa wie hier. Da muss ich ja viel höher kommen mit der Sitzfläche. Und da braucht man dann höhere Federn als jetzt hier die 6-Gang-Feder. Die Bohne kommt jetzt, wie gesagt, hier in den 4. Gang. Ich zähle von unten 1, 2, 3, 4. Dann lege ich den Stellfaden hier über den Gang drüber, komme mit dem Faden unten raus und lege den nochmal über den Faden drüber und wieder in den Gang rein. Das hier ist jetzt eine Bohne. Und das Ganze passiert jetzt halt mit Spannung. Dazu drücke ich die Feder runter. So, dann komme ich hier oben in den 6. Gang und da kommt dann eine Schlinge drumherum. Bei den Schlingen ist es wichtig, dass ich immer von links komme und die Schlinge dann rechts lege. Das erklärt sich später nochmal mit der Knotenschnur, da sieht man das dann ganz gut. Und die Schlingen, die sind gleich noch verrutschbar. Jetzt greife ich hier rein, drücke das runter und deswegen auch der schon eingeschlagene Nagel, weil ich jetzt keine Hand mehr frei habe, um einen Nagel einzuschlagen. Gucke, wie hoch ich gekommen bin. 14 cm, ist gut. So, da kommt jetzt noch ein Knoten drauf. Und das ist unsere erste Stellschnur. Jetzt kann ich die einzelnen Federn noch so verschieben. Und jetzt ergibt sich dann später so eine leichte Wölbung. Hinten geht es ein bisschen runter, in der Mitte bleibt es gerade und nach vorne so leicht absinkend nach vorne, dass ich so eine Wölbung habe, dass ich später mit dem Hintern, wenn man drauf sitzt, dass es bequem wird. Immer wieder kontrolliert Anne Höhe und Stellung der Federn. Vieles sagt ihr erfahrener Blick. Ich weiß, welche Sitzfläche ich haben möchte und da versuche ich mich hinzuarbeiten. Und das ist dann halt mehr Gefühlssache. Wenn man die Ausbildung zum Raumausstatter macht, kann man sich in der Prüfung auf einen Schwerpunkt berufen. Schwerpunkt Boden, Schwerpunkt Wand oder Schwerpunkt Polstern. Ganz wenige nehmen den Schwerpunkt Polstern, weil ich sag mal, in den gängigen Betrieben wird halt viel Boden und viel Wand gemacht. Das ist eigentlich auch das, womit man in der Raumausstattung das meiste Geld verdient. Polstern ist da eigentlich mehr so ein Zubrot. Und zudem auch kein leichtes Handwerk. So. Die Knotenschnur fixiert die ganzen Schlingen von der Stellschnur, dass sich die nicht mehr bewegen können. Und die bringt jetzt mit dem ersten Knoten diesen Ring hier in die Position, wie ich ihn gerne hätte. Dazu mache ich jetzt als erstes einen Knoten um den Ring. So, ziehe dann mir das Ganze auf Position und ziehe dann den Knoten fest. Und jetzt hat die hintere Feder so einen leichten Trall nach hinten abfallend. Jetzt kann ich mit dem Knotenfaden diese Schlinge hier an dieser Stelle fixieren. Und jetzt haben wir das, die hinterste Feder zeigt ein bisschen nach hinten, die in der Mitte steht gerade und die vordere ist ein bisschen nach vorne geneigt und schließt fast mit der Holzkante hier vorne ab. So hämmert, drückt, richtet und schnürt sie, erst mit Längs-, dann mit Querfäden und irgendwann ist ein großes Ganzes entstanden. Der Federkorb wird sichtbar. Hier haben wir den Kantendraht. Der wird jetzt einmal hier außenrum gebogen und immer hier mit den Kantendrahtklammern festgemacht. Die haben extra so eine Aussparung, dass es für den Knoten, wird die hier so drum gelegt und dann passt der Knoten hier noch mit durch und dann werden die zusammengebogen. So gibt Anne Karweg die spätere Außenkante, die Grundlage für die Fasson, die Form vor. Die Kantendrahtzange,
Die hat hier so eine Aussparung, da kann ich dann den Kantendraht mit fassen und kann ihn dann halt hier biegen. Und da muss ich Wieder ein kleiner Kraftakt, der zeigt, wie viel Härte und Widerstand in dem vermeintlich dünnen Draht stecken. Der Korb steht, aber es fehlt die Zwischenschnürung. Wir haben ja hier jetzt noch große Flächen, wo keine Schnürung ist. Die decke ich jetzt ab, weil wenn hier jetzt nichts wäre, würde sich später das Material hier reinarbeiten. Also durch drauf sitzen und bewegen. Und das fangen wir jetzt einfach ab. Bisher sind die Knoten noch verschiebbar. Durch die Zwischenschnürung werden sie nun endgültig in ihrer Position gehalten, durch eine Art Netz aus Juteschnur. So, wir gucken noch, ob der Rahmen schwimmt, wenn man sich draufsetzt und ob er vielleicht noch ein paar Diagonalfäden braucht. Das stelle ich fest, indem ich mich einfach mal draufsetze. Gucken wir mal, ob er schwimmt. Ja. Ich kann hier noch was Diagonales reinziehen hier vorne, dass er hier in der Form bleibt. Hier hinten ist er ganz fest, das ist gut. Um das zu stabilisieren hier vorne, ziehe ich 2 diagonale Schnüre. So, und jetzt merkt man auch gleich, jetzt ist er fester und kann dann... Der Federkorb steht. So, Federleinen ist das, was über die Federn drüber gespannt wird. Das ist auch wie ein Jutesack. Anne Karwig schneidet fadengenau, sodass sie sich beim Befestigen des Federleinens am Fadenverlauf orientieren kann. Dazu mache ich das erstmal hinten fest. Schaue mir dann den Fadenverlauf an, richte den gerade aus und ziehe den dann nach vorne. Und jetzt geht es los mit der Polsterung. Also das hier ist das Afrik, das ist eine Palmfaser, getrocknet. Damit baue ich mir die Fasson, das wird auf die Kante, also auf den Sitz draufgelegt, umgeschlagen und dann mit vielen, vielen Stichen festgenäht. Die Sitzfläche wird gemacht, es kommen verschiedene Stiche, mit denen ich die spätere Form von dem Sitz rausarbeite. Früher wurde Afrik büschelweise und oft mühsam zwischen die Federn gestopft. Heute kommt es in praktischen Rollen und schon an einem groben Juteleinen befestigt. Das Schnellpolster erleichtert das Arbeiten sehr. Weil die Seiten hier eingeschlagen werden, also so nach innen, muss ich das Material, was jetzt zum Beispiel hier in den Ecken viel zu viel ist, das muss jetzt erstmal rausgezupft werden. Weil sonst wird das viel zu dick werden an der Stelle. Afrik, die Palmfaser, ist sehr stark und formstabil, weil sie immer in ihre Urform zurückspringen will. Ein Material, das sich schon lange bewährt hat. Ich versuche damit jetzt schon mal so, gehe ich schon mal in die Richtung von dem richtigen Überstand. Hier haben wir den Kantendraht, das hier wird unsere Außenkante und die muss ein bisschen über der Holzkante liegen, dass später der Bezug an der Außenkante hier runter geht und sich dann hier dran schmiegt. Da wollen wir hin. Zunächst steckt, drückt und rollt Anne Karwig das Polster in Form. In die Form, die sie dann später garnieren wird, das heißt nähen oder vernähen in der Polstersprache. So. Ob ich das gleichmäßig gemacht habe, das merke ich dann immer, wenn ich vorne dran stehe und mit den Händen die Kante so umgreife. Und dann fühle ich, ob das gleichmäßig ist, links und rechts, und ob auch der Überstand auf beiden Seiten stimmt. Er stimmt. Und jetzt kommt sie zum Einsatz. Die Patentspitze, eine Nähnadel, in die kleine Abheftklammern eingeführt werden. Ich halte dann den Faden so nach oben gespannt und dann kann ich das reinstecken. Wenn ich weiß, dass die Abheftklammer unter dem Polster, unter dem Federleinen angekommen ist, das merkt man, wenn man da durchsteckt, jetzt hört man auch schon die Klammern. Und dadurch, dass ich hier hinten drauf drücke, schubse ich die wieder raus. Und dann ist die Abheftklammer unter dem Federlein und legt sich quer und ist dann, kann ich dann dran ziehen.
So, lege ich ein. Und steche die durch. So, jetzt bin ich durch. T-Stück ist draußen. Und jetzt habe ich hier den Gegenzug. Und da kommt jetzt wieder ein Zugknoten drauf. Und ich steche die jetzt erstmal alle rein. Und dann bringe ich Spannung auf die Fäden. So, das wird jetzt alles nochmal nachgezogen. Deshalb der Zugknoten, er lässt dafür Spielraum. Das Garn, eine reißfeste Kunstfaser, gewachst. Bevor es die gab, zogen Polsterer ihre Jutefäden vor dem Nähen durch einen Wachsklumpen. Gut, und jetzt wird das Fassonlein hier am Kantendraht festgenäht. Mit einer runden Polsternadel. Oben im Fassonlein einstechen, unter dem Kantendraht rauskommen und festziehen. Einer von mehreren Spezialstichen, ein aufwendiges Verfahren. Warum macht Anne Karwig das und auch noch gern? Weil es ein Teil von meinem Handwerk ist. Das ist was Altes, Traditionelles und ich finde es einfach schön, so eine Tradition zu erhalten. Es gibt nur noch ganz wenige, die diese Handschnürung können und noch weniger, die sie dann auch einsetzen, weil es kostet Zeit, Zeit kostet Geld und der Endkunde ist selten bereit, so viel Geld zu investieren. So, das hier wird der Leiterstich. Der zieht mir das Material jetzt noch mal Richtung Kante vorne. Und verfestigt das alles. Der Leiterstich ist kein Stich, den ich nachher nochmal jetzt hier wie die Sitzflächengarnierung nochmal so nachziehen kann. Die Stiche sind viel enger und viel fester und deswegen muss ich hier den Faden die ganze Zeit auf Spannung halten, dass das nicht nachgibt. Da sieht man jetzt auch schon einen großen Unterschied, wie viel ich das jetzt tiefer gezogen habe. Wenn sie mit dem Leiterstich durch ist, kommt Annes Haarzieher zum Einsatz. Eine Art Stielkamm. Mit ihm kann sie das Afrik unter dem Kartoffelsacklein noch besser positionieren. Hier merke ich, da wird es wieder ein bisschen weicher und deswegen pieke ich hier rein und ziehe mir das Material von hinten hier vorne in die Kante rein. Wenn alles richtig sitzt, garniert, also näht sie die Kante fest. Kante garnieren. Der Stich, den kann man sich jetzt vorstellen wie Dreiecke, die aneinander gereiht sind. Einmal über Kopf und einmal eins von oben, so ein Zickzack. Das zieht dann, dieses Dreieck, das zieht mir dann auch überall das Material zusammen und macht es, dass die Kante fest wird. Dreimal arbeitet sie sich um die Vorder- und Seitenkanten herum. Erst dann hat sie genügend Stabilität erreicht. Das ist die Fasson. Die Fasson gibt die Form und das Polster nachher macht es weich, damit er bequem ist. Das ist alles gut fest. Die Mitte steht jetzt noch ein bisschen hoch, aber da werden die Fäden gleich noch mal nachgezogen. Dann kommt das auch noch mal ein bisschen runter. So. Ein bisschen einsitzen. So. Wackelt man so ein bisschen auf dem Stuhl rum. Und dann drückt man das Afrik noch mal damit zusammen und dann kann ich gleich noch mal die Fäden gut nachziehen. So. Dann haben wir eine schöne Rundung. Jetzt ist alles fix. Die Form der Sitzfläche ist vorbestimmt und der Sesselrücken kommt an die Reihe. Auch er wird gegurtet. Der übliche Aufbau für einen solchen Cocktailsessel wäre Gurten, ein fertiger Federkorb drauf und dann Schaumstoff. Kein Afrik. Das sei das, was die meisten Kunden zahlen, sagt Anne. Auch so bekomme man Qualität. Eine Handschnürung sei fast ein bisschen überdimensioniert vom Aufwand her.
Aber so ein geschnürter Sitz behalte länger seine Festigkeit. Es zahle sich aus, davon ist sie überzeugt und freut sich über jeden Auftrag, bei dem sie ihre Handwerkskunst zeigen kann. Ich finde Handwerk einfach toll. Es ist eine Fertigkeit, die man lernt und nicht so wie am Schreibtisch, wo man abends geht und nicht sieht, was man gemacht hat. Wenn ich hier abends aus der Werkstatt rausgehe, habe ich immer was erschaffen. Und das ist ein Gefühl, das brauche ich auch unbedingt. Allein das Schnüren der Federn kostet sie einen halben Tag Arbeit. Einen ganzen dauert es, bis die Sitzfläche mit Afrik gepolstert und vernäht ist. Jetzt geht's mit dem Schaumstoff weiter. Zunächst braucht sie eine Schablone. So, das ist ein spezieller Schaumstoff, und zwar ist das Schaumstoff in Sitzqualität. Es gibt verschiedene Schaumstoffe, also feste, weichere. Der hier ist jetzt 3 cm und recht fest, weil das ist das, was ich für die Sitzfläche haben möchte. Im Rücken benutze ich einen weicheren, damit es halt sanft ist, wo ich mich gegenlehne. Den doppelten Strich auf dem Schaumstoff braucht sie später. Er ist eine Art Zugabe für die Kante des Sessels. So, jetzt sieht man auch, warum ich schräg geschnitten habe. Und zwar hier meine Kante, wo ich jetzt noch 3 cm Vollmaterial habe, geht bis hierhin, und danach das Schräge kann ich jetzt einfach schön hier um die Kante drumherum kleben. Ja. Und jetzt muss ich noch ein bisschen was an der Sitzfläche ausgleichen hier. Das merke ich hier, wo der Leiterstich läuft, haben wir jetzt das Material so fest nach unten gezogen. Hier ist so eine Mulde. Und das gleiche ich jetzt gerade noch ein bisschen aus. Sie füllt mit Polsterwatte auf. Zerrupfte Fasern aus den Sachen, die bei der Altkleidersammlung für nichts anderes mehr zu gebrauchen sind. Kurze Anprobe? Ja, das ist gut. Jetzt kann der Schaum, das Schaumstoffpolster, unverrückbar auf der Sitzfläche fixiert werden. Früher haben Polsterer hierfür oft Rosshaar verwendet. In alten Polstermöbeln findet es sich manchmal noch heute. Und jetzt wird es spannend. So, jetzt haben wir genau einen Versuch. Wenn es klebt, klebt's. Sehr behutsam drückt Anne Karweg jeden Zentimeter Schaumstoff auf die entsprechenden Fasern. Deutlich sieht man, wie wichtig der richtige Überstand ist. Und wieder wird klar, wie viel Gefühl, Fühlen, Spüren, gepaart mit Erfahrung ihr Handwerk ausmachen. So. Das ist jetzt unsere Sitzfläche. Sie fühlt sich gut an, keine Hubbeln, keine Dellen. Sie ist sehr gleichmäßig. Also ich würde sagen, sie ist mir gut gelungen. Doch, ich bin zufrieden. Jetzt ist er auch schon ein bisschen bequem. Zumindest für den Hintern. So, jetzt kommen wir an den Rücken. Dann probiere ich erstmal. So, beim Rücken gibt es natürlich auch kein Schema F, weil alle Sessel ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, das ist gut. Und dann kann ich, wenn ich das hier so umlege, dann kriege ich schon ein Gefühl dafür, wie die Form später ist. Und das fände ich so gut. Der Schaumstoff für den Rücken, etwas weicher als der Schaum, der die Sitzfläche polstert. Sie probiert, passt an, kombiniert verschiedene Probestücke. Cocktailsessel sind Anne Karwegs Spezialität.
Cocktailsessel gab es ja von Anfang 60er. Also ich glaube, der älteste, den ich habe, ist von 1956. Und der jüngste ist Ende der 70er Jahre. Also dazwischen gibt es dann halt schon leichte Modellunterschiede. Ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter, schmäler. Auch das vordere Schaumstoffpolster für den Rücken bekommt eine schräge Kante. Zunächst stopft sie die Polsterstücke zur Probe zurecht, so wie sie idealerweise sitzen sollen. Die Aufarbeitung kostet eben Zeit. Also wenn man ein Möbelstück erhalten will, auch viele Jahre erhalten will, ist es sicherlich ratsam, da viel Zeit zu investieren, weil das kriegt man schon zurück. Also wenn wir da jetzt einen Stoff draufziehen und der Sessel jeden Tag benutzt wird, dann muss der schon in 10 Jahren, sage ich mal, neu bezogen werden, aber nur der Stoff. Das heißt, ich nehme nur den Stoff runter und kann dann gleich einen neuen draufziehen und alles ist gut. Also das Innenleben von dem Sessel, das kann einen jetzt schon bis zu 30 Jahren begleiten. Das ist problemlos. Noch die überstehenden Reste mit dem Polstermesser abschneiden und dann steht er da, der alte Kerl, im neuen Unterkleid erster Güte. Bis zum richtigen Kleid, dem Stoffbezug, dauert es noch. Zunächst wird der Sessel in ein Wattevlies gepackt. Säße der Schaumstoff direkt unter dem Bezugsstoff, hätte er eine zu hohe Reibung. Das Wattevlies schützt also den Stoff von innen. Das Vlies kann man sich jetzt vorstellen wie ein Probelauf für einen Stoff. Das wird genau da hingezogen, wo auch der Stoff hingezogen wird. Und da wird jetzt der Rücken nachher, der Stoff, auch später befestigt. Das heißt, alle Holzteile, mit denen der Bezugsstoff in Berührung kommen würde, werden mit dem Vlies überzogen und so abgepolstert. Die Folienschablone, nach der sie den Stoffbezug fertigt, zieht sie ebenso stramm wie später den Stoff. Die richtige Linie finden, das hat sie in der Hand. Wenn sie hier die Linie nicht sieht oder trifft, muss sie nacharbeiten. So. Und dann gibt es ein V wie vorne und einen Nähpunkt. Hier nähen wir ja noch den Boden dran und das sind 2 Teile. Da gibt es hier eine Naht und das trifft sich dann hier. Der Nähpunkt. Bei der gemittelten Folie liegen die Punkte exakt aufeinander. Sie zeichnet alle Einzelteile auf der Folie an. Die Sitzfläche, den Rücken und die 3 Teile für den Boden. So heißen die Seitenteile des Sessels in der Polstersprache. Danach liegt der komplette Bezug als durchsichtiges Schnittmuster vor. Und noch immer ist nicht der Stoff an der Reihe, sondern ein helles Nesselgewebe, das Weißpolster. Das schneide ich jetzt mit einer Zugabe zu, von 1 Zentimeter. Ich mache den jetzt hauptsächlich, damit ich sehe, ob es passt. Verschneiden und sowas ist nicht kalkuliert. Und wenn ich das mit dem Nessel schon einmal genäht habe, da kann ich dann noch Sachen dann noch mal abändern oder weiß, was ich bei dem Stoff anders machen würde. Und deshalb die Nesselschablone. Nähen, das ist ihrs. Das war immer schon so. Ich hatte auch mit 8 Jahren schon eine Nähmaschine und habe da eigenständig dran Klamotten genäht, die natürlich nicht gepasst haben, aber ich habe das schon immer gerne gemacht. Es wäre schön, wenn mehr junge Leute ins Handwerk kämen, sagt sie noch, die das auch wirklich machen wollen, damit nicht so viel Wissen verloren geht. Das hier wird jetzt das Weißpolster. Da sehe ich jetzt einmal, ob meine Schablonen gepasst haben und ob ich das gleich einfach so mit dem Stoff nachnähen kann. Und wenn ich das hier aufbringe,
dann kann ich schon mal mit dem Weißpolster den Hauptzug aufs Polster bringen. Das muss ich dann später nicht mehr mit dem Stoff machen. So, Polster fertig. Jetzt kommt der Bezug. Da haben wir hier diesen richtig schönen Polsterstoff. Wobei sie in ihrer Polsterei gern auch mit anderen Geweben arbeitet. Ja, also Polsterstoffe, Leder, Kunstleder, alles, was man so auf ein Polsterstück draufziehen kann. Hier sieht man ja auch schön meine Wand an Kunstledern, die ich hauptsächlich für Motorradsitze benutze oder meine Kunstprojekte. Ihre Kunstprojekte. Auch so eine Herzensangelegenheit für Anne Karweg. Cocktailsessel, die sie in einer aufwendigen Leder-Applikationstechnik bezieht. Sie appliziert Entwürfe eines Künstlers oder auch Tattoo-Bilder. Nach der gleichen Technik fertigt sie auch Motorradsitze mit speziellen Signiers, Initialen und anderen Feinheiten. Heute aber dieser richtig schöne Polsterstoff. Das Weißpolster hat gepasst. Sie schneidet also nach der gleichen Vorlage zu. So, das ist jetzt hier unser Zuschnitt. Zunächst müssen die Teile gekettelt werden. Mit einer speziellen Maschine werden alle Stoffränder so mit Garn umnäht, dass sie nicht mehr ausfransen können. Beim Nähen des Bezugs fügt sie noch einen schmalen Kunstlederstreifen mit ein, einen Keder, der die Naht verstärkt und später als Verzierung, als Paspel um die Sitzfläche läuft. Die Polsternähmaschine hat speziell hohe Füßchen. Alles, was drunter passt, kann sie auch nähen. Da muss man aufpassen, also da passt nämlich auch ein Finger drunter. Das habe ich schon getestet. Ich glaube, das macht man einmal und dann weiß man das. An den Ecken der Sitzfläche schneidet sie eine Seite des Keders fächerförmig auf, damit später beim Aufziehen des Bezuges an den Ecken nichts spannt. Jetzt geht es um den Auftritt. Die schöne Schale, den neuen Anzug für den alten Kerl, der jetzt einmal komplett rund erneuert ist. Jetzt kontrolliere ich die Naht, dass man das auch nicht sieht. Wie zuvor das Vlies, so wird jetzt auch der Stoff von der Sitzfläche nach hinten in den Rücken geschoben und dort festgezogen. Und eben durch das Vlies ist er vor Abrieb am bloßen Holz geschützt. Die Ecken sind immer knifflig. Dann muss natürlich noch die Nahtfahne auf die richtige Seite gelegt werden. Hier liegt die jetzt noch auf der Oberseite und ich möchte aber, dass sie hier unten liegt. Das heißt, ich muss da drunter greifen, die überall runterschieben. Und dann steht der Keder anders. Mit Polsternägeln hält sie den Bezug zunächst provisorisch fest. Ich schlage die auch nur so ein bisschen rein, dass ich die gleich wieder rausholen kann. Nur ich muss jetzt überall mal ein bisschen Spannung drauf geben. Und wenn ich jetzt zu viel ziehen würde, dann würde ich es hinten ja wieder rausziehen. Und das macht es mir nachher also gleich leichter, wenn ich dann beziehe. Und dann braucht es wieder etwas Tuchfühlung. Auch wenn der Stoff ausschaut, als spiele das Muster keine Rolle, Anne achtet dennoch auf den Rapport, die regelmäßige Fortführung der Ranken vom Rücken über den Sitz. So, jetzt gucken wir, dass es vom Muster her passt. Da ist meine Mitte. Die Stofffülle macht es auch an diesen Ecken knifflig. Jetzt ist die Falte weg. Auch jetzt formt Anne Karweg die Gestalt des Sessels noch ein bisschen nach, je nachdem, wie sie Zug auf den Stoff gibt. Hier arbeitet sie wieder mit Polsternägeln, die den Stoff kurzfristig halten, bevor sie tackert oder auch im Sessel bleiben. Speziell die Ecken formt sie aus. Sie müssen ebenmäßig sein, gefühlt wie auch beim Hinschauen.
Die Falten in den Ecken hält sie mit Polsternägeln. Die gefalteten Lagen sind zu dick für Tackerklammern. Dann muss ich gucken, dass ich das auf der anderen Seite ähnlich so hinbekomme. 100%ig gleich kriegt man das ähnlich. Ich meine, erstmal ist es Handarbeit und zweitens ist das auch nicht so schlimm, weil man sieht die Seiten ja nie gleichzeitig. Was wichtig ist, ist, dass es von vorne gleichmäßig aussieht, wo die Falten beginnen. Wenn alles gut aussieht, schießt sie den Stoff am oberen Sesselrand fest. Jetzt können auch die Polsternägel wieder raus. Den überschüssigen Stoff schneidet sie so knapp wie möglich ab. Dann ist die Vorderseite des Rückens fertig und Anne Karweg geht ans Verkleiden der Rückseite. Wieder ein kleiner Kraftakt und dann passt sie zunächst eine vorbereitete Kartonpappe an. Die Pappe wird anschließend mit einer Lage Vlies belegt und das Vlies mit Sprühkleber fixiert. Das Vlies dient wieder als Schutz für den Bezugsstoff, mit dem Anne Karweg auch den Rücken verkleidet. So, jetzt haben wir unseren restlichen Stoff. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das vom Muster richtig drauf kriegen. Jetzt schneide ich es mal grob zu, so mit 1 cm Zugabe von der Pappe, weil das wird dann umgeschlagen und dann wird das gleich festgenäht. Nicht so viel abschneiden. Es ist ein kleinteiliges Handwerk. 1,5 bis 2 Tage braucht sie, wenn sie einen fertigen Federkorb einarbeitet. Wenn sie die Federn von Hand schnürt, bedeutet das einen zusätzlichen Tag Arbeit in der Polsterei. Allein 3 Sticharten nutzt sie für das Nähen des Sesselbezuges von Hand. Gerade an der Reihe der verzogene Vorderstich. Hier komme ich mit meinem Faden raus. Dann steche ich etwas davor, steche ich ein. Und dann sieht man, wie der Faden verschwindet. Also gerne mache ich das Nähen. Auch hier das mit der Hand annähen. Das liegt mir einfach. Das hat schon so ein bisschen was Meditatives. Da muss man sich auch jetzt nicht mehr so enorm konzentrieren. Das geht einem so leicht von der Hand. Das ist halt nicht langweilig, so ein Polsterstück. Es ist immer ein komplett anderer Arbeitsabschnitt. Es ist eigentlich alles, was mir Spaß macht, so von A bis Z. Und die Preise? Es kommt bei jedem Polsterstück darauf an, klar. Wenn der Grundbezug noch in Ordnung ist, hängt es vom Stoff ab. Unseren Kerl wie neu zu machen, kostet rund 1.000 €. Einen Sessel mit fertigem Federkorb neu zu polstern und zu beziehen, würde je nach Stoff zwischen 500 und 600 € kosten. Jetzt fehlt nur noch der Unterbau. Schwarzer Zuspannstoff wirkt zunächst farblich ein bisschen hart, aber optisch gleicht der schwarze Stoff beim Blick von oben Unebenheiten am besten aus. Deshalb bezieht man die Unterseite nicht farblich passend. Und plötzlich ist er fertig und sieht buchstäblich aus wie neu. Ist er ja auch fast. So. Fertig. Einmal reinsetzen. Das mache ich eigentlich immer. Mal am Ende gucken. Doch. Sitzt sich gut, sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Der Kunde kann es auch sein. Ein gelungenes Exemplar. Und jetzt? So, jetzt wünsche ich ihm noch ein schönes, langes Leben. Er kann noch viel erleben, der neue, alte Kerl.